Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um eine Frage, die ich von euch gerade in der letzten Zeit immer häufiger gestellt bekomme. Und zwar um die Frage, Rico, wenn ich mir jetzt eine neue Kamera kaufe, eine teure Kamera oder ich fange gerade mit der Fotografie an, wie viel Sinn macht es dann, sich eine Spiegelreflexkamera zu kaufen? Oder sollte ich vielleicht gleich auf ein spiegelloses System umsteigen? Tja, und um die Frage zu klären, schauen wir uns in diesem Video erstmal grundlegend an, was unterscheidet dann eine Spiegelreflex von einer spiegellosen Kamera und welche Vor- und Nachteile haben beide Systeme. Und dann wird sich für den einen oder anderen wahrscheinlich die Frage am Ende des Videos beantwortet haben. Spiegelreflex oder spiegellos, das ist hier die Frage. Ja, so ähnlich hätte es wahrscheinlich Shakespeare ausgedrückt, wenn man ihm die Frage gestellt hätte. Ja, ihr Lieben, aber jetzt mal Butter bei den Fische. Was ist denn tatsächlich angesagt? Was solltest du dir im Moment kaufen, wenn du überlegst, ein neues System anzuschaffen, ein Upgrade von deinem bisherigen System zu machen oder du überlegst tatsächlich aktuell einzusteigen in die Fotografie? Sollte man auf die altbewährte Technik, die Spiegelreflexkamera, zurückgreifen oder vielleicht gleich sagen, hey, ich bin innovativ, ich nehme ein neues spiegelloses System? Um die Frage zu beantworten, schauen wir uns beide Systeme mal an. Wo liegen die grundlegenden Unterschiede? Wo liegen Vor- und wo liegen Nachteile beide Systeme? Nachteile. Wir können so eine Kamera auch teilen, aber dann ist sie kaputt. Deswegen nützen uns Nachteile nichts. So, die Nachteile, ihr Lieben. Und da die Spiegelreflex ja quasi der Platzhirsch am Markt ist und auch schon ewig besteht, im Gegenzug dazu ist ja quasi eine spiegellose Kamera einen Wimpernschlag erst auf dem Markt, fangen wir natürlich auch erst mit dem altbewährten an, einer Spiegelreflexkamera. Wie kommt die zu ihrem Namen? Ganz klar, durch ein mechanisches Bauteil im Inneren. Dieses mechanische Bauteil, der Spiegel, der sorgt nämlich dafür, dass ich hier oben durch meinen Sucher schauen kann und das sehe, was hier vorne durch mein Objektiv einfällt. Das heißt, wenn ich meine Kamera nehme und ich schaue hier oben durch den Sucher, dann sehe ich ja ein Bild. Dieses Bild ist eine optische Darstellung dessen, was hier an Bildinformationen durch mein Objektiv fällt. Das heißt, je nachdem, ob es weitwinklig ist, ob es ein Tele ist, siehst du einen großen oder einen kleinen Bildausschnitt hier oben in deinem optischen Sucher. Wie funktioniert das Ganze? Auch mit dem Spiegel, das schauen wir uns mal an. So habe ich mal dafür hier die 700D in der Mitte durchgeschnitten. Also nicht meine, die mag ich ja, sondern so ein bisschen schematisch mal auf Papier für euch gebracht. Wir schauen mal rein in so eine Kamera. Wie sieht es denn aus in der Spiegelreflexkamera? Ihr seht, vorne haben wir natürlich das Objektiv. Da sind mehrere Linsen drin. Ich habe jetzt mal beispielhaft nur 3 dargestellt. Dann haben wir ganz hinten am Kamerabody unseren Sensor. Und davor sitzt ein Spiegel, hier rot gekennzeichnet. Wenn Licht jetzt vorne durch euer Objektiv fällt, das heißt, ihr nehmt den Objektivdeckel ab, fällt schon Licht in die Kamera und dann haben wir eine Umleitung des Lichts. Und zwar geht das Licht, die Bildinformation, der Bildausschnitt durch euer Objektiv auf den Spiegel, wird dort noch 2- bis 3-mal umgelenkt, je nach System. Und dann seht ihr hier oben final quasi die Abbildung, die euer Objektiv sieht. Das ist gut, denn ihr habt eine ganz klare, nicht verzerrte Abbildung von eurem Motiv. Ihr seht, was ihr aufnehmt, das sieht schon mal toll aus. Großer Nachteil, wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, dann seht ihr aber leider nicht, was sich verändert, wenn ihr die Einstellung an eurer Kamera verändert. Denn was ihr an Bildinformationen seht, läuft ja nur durch euer Objektiv, über den Spiegel, oben über die Reflexion und dann in euren Sucher. Da ist noch nichts in der Kamera von gewesen. Wenn ihr jetzt fotografiert, Halbautomatik oder komplett im manuellen Modus und ihr verändert ISO, Blende und Verschlusszeit, dann seht ihr diese Veränderung leider nicht hier oben im optischen Sucher. Und das ist, finde ich, für einen Fotografieanfänger oft das Ende vom Anfang oder der Anfang vom Ende, wie auch immer ihr das sehen wollt. Denn gerade ein Anfänger ist schnell enttäuscht von der Spiegelreflexkamera, der kauft sich die, guckt oben durch den Sucher und denkt, was habe ich ein tolles Bild. Drückt auf den Auslöser und in dem Moment, wo er auf den Auslöser drückt, klappt auch der Spiegel hoch und je nach Belichtungseinstellungen, so lange bleibt er oben oder unten und dann, wenn er hochklappt, dieser Spiegel, dann wird quasi das entsprechende Bildinformationsmaterial auf euren rückwärtigen Sensor geworfen und es findet eine Belichtung statt. Jetzt seht ihr aber das Ergebnis dieser Belichtung, lange, kurz, Blende auf, Blende zu, nicht im optischen Sucher hier oben. Das ist das größte Problem an einer Spiegelreflexkamera.
Du musst bei einer Spiegelreflexkamera, wenn du im halbautomatisch oder komplett manuellen Modus fotografieren willst, musst du dich mit dem Belichtungsdreieck auskennen. Du musst wissen, wie spielen ISO, Blende und Verschlusszeit zusammen und was sagen mir die Anzeigen hier oben. Im Super hier oben gibt es zum Beispiel eine Anzeige, das ist die Belichtungsanzeige. Die geht in den Minusbereich, sie geht in den Plusbereich. Und wenn sie auf 0 steht, dann habt ihr richtig belichtet. Das heißt, dann stimmen ISO, Blende und Verschlusszeit im Belichtungsdreieck überein. Und nur dann bekommt ihr auch das Foto, was ihr euch wahrscheinlich vorstellt. Das ist, finde ich, für den Anfänger das größte Problem an einer Spiegelreflexkamera. Natürlich birgt es weitere Probleme. Ich habe ja gesagt, wir haben ein großes Teil und das ist ein mechanisches Teil, und zwar der Spiegel. Der Spiegel, habe ich euch ja gezeigt, klappt hoch und runter, immer wenn ihr auf den Auslöser drückt. Was haben mechanische Bauteile für Probleme? Sie verschleißen mit der Zeit. Das ist das größte Problem. Bei Canon heißt es zum Beispiel, ich glaube bei der 700D, 150.000 Auslösungen, sagt Canon, hält diese Kamera. Im Grunde bezieht sich das meistens auf diesen Spiegel, auf die Auslösungen, auf die Verschlussauslösungen. Ja, und deswegen ist es auch so interessant, wenn du eine gebrauchte Spiegelreflex kaufst, dass du dann fragst, hey, wie viele Auslösungen hat denn deine Kamera? Kaufst du eine 700D und der Verkäufer sagt dir, meine hat erst 300.000, dann weißt du, oh, die hat aber eigentlich ihr Lebensziel schon erreicht. Kannst du gut als Preisdumping-Angebot dann irgendwie entgegenhalten. Sagen, du, hör mal, die ist ja bald hinüber. Die können länger halten. Aber jeder Hersteller sagt so, na, das ist so, das macht es auf jeden Fall. Also 150.000 Auslösungen. Ich hatte eine 6D Mark II, die war angegeben, glaube ich, mit 180 oder 200.000 Auslösungen. Die hatte nachher weit über 500.000 Auslösungen, hat sie auch mitgemacht. Aber dann kann es eben passieren, dass ein mechanisches Bauteil wie der Spiegel kaputt geht. Also müsst ihr darauf achten, gebrauchte Kamera, fragt nach den Auslösungen. Schaut mal im Netz, welche Kamera wollt ihr euch kaufen? Was gibt der Hersteller vor? Wie viele maximale Auslösungen sagt der Hersteller denn zu dieser Kamera? Zweites Problem, mechanisches Bauteil. Das muss natürlich irgendwo rein. Dadurch, dass der Spiegel auch klappt, ist eine Mechanik notwendig und dann kannst du irgendwann das Gehäuse nicht mehr kleiner machen. Du brauchst ein gewisses Gehäuse, um diesen Spiegel unterzubringen. Das ist natürlich ein bauartbedingtes, ein Größenproblem, ihr Lieben. Auch leider ein Nachteil mittlerweile, seitdem es neue Systeme gibt, von einer Spiegelreflexkamera. Gibt es jetzt nur Nachteile? Ich habe jetzt nur Nachteile aufgezählt. Es ist ein bewährtes System, das ist ein Vorteil. Es ist ein bewährtes System und was ich sehr zu schätzen weiß, auch an der 700D zum Beispiel, ist die wirklich lange Akkulaufzeit. Ich habe einen Batteriegriff hier unten dran, 2 Akkus, 5.000, 6.000 Fotos, überhaupt gar kein Problem mit 2 Akkus. Wahrscheinlich auch mehr, je nachdem, wie du fotografierst, wie lange du sie anhast. Denn sie frisst ja keinen Strom. Sie ist an, hier oben hast du einen optischen Sucher, da ist kein Schnickschnack drin, sondern sie hat einen ganz, ganz geringen Stromverbrauch. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil von der Spiegelreflexkamera. Leider gibt es jetzt auch schon wieder den nächsten Nachteil, denn bauartbedingt können Spiegelreflexkameras leider nicht so viele Fokuspunkte in den Randbereichen der Bilder abdecken, wie es die neuen Kameras können. Ganz extrem war es, ich habe eine Zeit lang mit der 6D Mark II fotografiert, da habe ich mich wirklich geärgert. Eine schöne Kamera, schöne Serienauslösung und. Habe ich mich allerdings geärgert, weil der Fokusbereich tatsächlich so, ich sag mal so, ich zeichne euch das mal hier im Bild, so ungefähr war nur der Fokus, die Fokusabdeckung, der Fokuspunkte. Die Randbereiche, die hast du damit nicht erreicht. Und das ist ein Problem und das kennt man ja aus der Spiegelreflexfotografie. Ja, wenn du gerade im mittleren Bereich nur Fokuspunkte hast und du willst aber was scharf stellen, was dort oben in der Ecke ist, was machst du dann? Ja, dann fokussierst du. Das heißt, du verrückst erstmal deinen Fokusbereich, der sich ja nur in der Mitte befindet, drückst den Auslöser halb durch, sodass diese Einstellung gespeichert wird. Dann gehst du wieder zurück und dann kannst du auslösen. So, dann hast du nämlich den Bereich, der hier oben ist, im Bild, den hast du scharf. Das ist tatsächlich manchmal problematisch gewesen in der Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie. Wenn du wirklich mal dein Hauptmotiv versetzen willst in den Randbereich, das anzufokussieren. Großer Nachteil von Spiegelreflexkameras, dass sie eben nicht so eine große Fokusabdeckung aufs gesamte Bild hin haben. Ansonsten, wie gesagt, es ist bewährt. Es ist eine bewährte Technik und viele Fotografen werden jetzt sagen, Spiegelreflex, was sonst, was kaufe ich mir sonst? Viele Profis schwören auf eine Spiegelreflex. Und auch bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr lange an der Spiegelreflex festgehalten habe, bevor ich mir dann die erste spiegellose Kamera zugelegt habe. Mittlerweile habe ich nur noch spiegellose Kameras, außer die 700D hier, mein kleines altes Schätzchen, mit der ich wirklich tatsächlich auch noch losgehe und gerne fotografiere. Tja, warum habe ich denn jetzt aber umgestellt auf spiegellos? Beziehungsweise, was ist der große Vorteil aktuell bei spiegellosen Kameras? Als es so losging mit den spiegellosen Kameras, habe ich das ein bisschen argwöhnisch beäugt und habe mir gedacht, ja, wenn du jetzt oben durch so einen Sucher guckst,
Denn die Spiegellose hat nämlich diesen optischen Sucher nicht mehr. Sie haben jetzt hier oben einen Monitor drin. Hat allerdings den Vorteil, der Spiegel fällt weg. Wir haben direkt den Sensor, Information fällt auf den Sensor. Sensor erzeugt ein Bild, das Ganze wird übertragen in einen kleinen Monitor, der hier oben drin ist. Großer Vorteil, was ich sehe, bekomme ich auch als Foto. Das heißt, jede Veränderung, ISO-Blende, Verschlusszeit, wirkt sich sofort auf mein Sucherbild hier oben aus. Das ist für einen Einsteiger besonders gut, denn er merkt, was verändert sich, wenn ich welchen Parameter verändere. Das ist ein großer Vorteil an spiegellosen Systemen. Zweiter Vorteil, du hast keinen Spiegel, das heißt, das ganze Gehäuse kann natürlich wesentlich kleiner gestaltet werden. Großer Vorteil bei spiegellosen Kameras. Die Mechanik fällt natürlich weg. Der Verschleiß in der Mechanik fällt weg. Canon EOS R hat jetzt zum Beispiel, es ist ja trotzdem noch eine gewisse Mechanik mit drin und ich glaube auch ganz fest daran, dass die Hersteller natürlich das nicht nach oben freigeben, sondern die wollen ja auch Modelle verkaufen. Aber ich glaube, die Canon EOS R ist ausgewiesen jetzt irgendwie mit 400.000 oder 500.000 Auslösungen. Ich möchte es jetzt nicht genau, ich habe es mal irgendwo gelesen. Irgendwo habe ich es im Kopf, ganz hinten vermüllt. Also ein Vielfaches einer Spiegelreflexkamera soll hier die spiegellose Anhaltbarkeit haben. Kleinere Bauweise. Ich sehe durch den Sucher, was ich bekomme. Nächster Vorteil, viel mehr Fokusfelder. Hier ist es tatsächlich so, dadurch, dass dieser Spiegel ja wegfällt, habe ich Fokusfelder bis in die Ecken. Hier bis oben in die Kanten kann ich anfokussieren mit ganz kleinen Feldern. Ein Riesenvorteil von einer spiegellosen Kamera. Gibt es jetzt auch Nachteile? Weil aktuell sieht es ja wirklich so aus, ne? Als ob das hier der Gewinner ist, schon von vornherein. Naja, es gibt auch Nachteile. Grundlegend ist es natürlich so, dass gerade die ersten Modelle diesen diesen Sucher, den sie oben drin haben, diesen Monitor, der verbaut war, da war die Bildqualität noch so, naja, ne? Also da hast du dann gesagt, naja, es ist aber nicht das so richtig, wie ich es sehe. Mittlerweile, auch schon bei der Canon R, sind die kleinen Displays, die hier oben verbaut sind, so gut. Sie kommen noch nicht an den optischen Sucher ran, aber sie sind tatsächlich schon sehr realistisch, dass ich mich auch darauf verlassen kann, welche Informationen habe ich hier oben im Sucher. Wie verändert sich das Ganze, wenn ich meine Einstellung verändere? Ja, das ist schon tatsächlich sehr gut geworden. Der große Nachteil ist natürlich der erhebliche Stromverbrauch solcher Kameras. Denn, wie hier mit der 700D, 6000 Fotos, kannst du hiermit nicht machen. Ne? Canon sagt zum Beispiel, wenn du nur einen Akku hast, ich habe ja nicht den Akkugriff unten dran, ich glaube 350 Auslösungen, sagt Canon selber, der ist natürlich weit entfernt von einer Spiegelreflexkamera. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass ein Haufen Elektronik hier drin ist und dass permanent ein Monitor an ist. Großer Vorteil eines zusätzlichen Monitors hingegen wieder ist, ich kann viel mehr Informationen mir oben durch den Monitor anzeigen lassen. Ich kann quasi alle Informationen, die ich normal auf meinem Display hinten habe, kann ich mir auch oben auf dem Monitor einblenden. Das ist hier leider nur begrenzt bei der Spiegelreflexkamera. Belichtungsanzeige, noch ein paar andere kleine Gimmicks, aber das war es auch schon. Spiegellos bietet da wesentlich mehr Vorteile, ihr Lieben. Tja, welche Kamera würde ich dir jetzt empfehlen? Grundlegend habt ihr ja gesehen, der größte Unterschied ist natürlich das mechanische Bauteil in der Spiegelreflexkamera im Gegensatz zur spiegellosen Kamera. Würde ich einem Einsteiger aktuell sagen, kauf dir bloß keine spiegellose Kamera, kauf dir erstmal eine Spiegelreflex. Im Grunde ja. Also ich würde sagen, kauf dir eine Spiegelreflex, denn wenn du damit fotografieren kannst, kannst du mit jeder anderen Kamera auch fotografieren. Denn du hast das Belichtungsdreieck, musst du drauf haben, damit hier ein ordentliches Foto rauskommt. Im Gegenzug sage ich natürlich, tja, wenn du jetzt keine Lust hast, irgendwas zu lernen, kommst du natürlich mit einer spiegellosen Kamera schneller zu besseren Ergebnissen. Denn du siehst im optischen Sucher, kein optischer Sucher, der ist bei der Spiegelreflex, du siehst hier oben in diesem kleinen Monitor, siehst du natürlich, was du veränderst. Du wirst schneller ein besseres Bildergebnis kommen. Das muss dir klar sein. Was würde ich euch empfehlen? Tja, gute Frage. Im Grunde werden die meisten, und da geht auch der Trend der Fotografie hin, viele Hersteller setzen jetzt permanent auf spiegellose Systeme. Ich denke, dahin wird sich das Ganze auch entwickeln. Es geht nichts über eine schöne Spiegelreflexkamera, aber wie gesagt, du brauchst mehr Wissen am Anfang, um ein vernünftiges Bild rauszubekommen. Sonst wirst du eher enttäuscht sein bei einer Spiegelreflex. Deshalb würde ich vielleicht aktuell sogar mittlerweile dazu tendieren zu sagen, kauf dir eine spiegellose. Kauf dir eine spiegellose Kamera, du kommst schneller ans Ziel. Ich sehe es auf den Fotokursen auch, dass, wenn ich sage, veränder mal die Blende und so, ja, meinst du, ist jetzt richtig, ist jetzt nicht richtig. Klar, du siehst es nicht. Du siehst nicht, was sich verändert. Spiegellos siehst es sofort. Machst die Blende auf, machst die Blende zu, verlängerst, verkürzt die Verschlusszeit, siehst du das direkt im Sucher, welches Ergebnis, welcher Unterschied ergibt sich da.
Jetzt sagen natürlich einige, ja, so eine Art Live-View hat ja die 700D auch schon. Ja, das kann man sich auch aufs Display hinlegen lassen, auf dieses klapp- und schwenkbare Display. Aber dann wird der Autofokus elendig langsam und so richtig 100% ist das zum Beispiel hier auch hier bei der 700D, gut, die ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist das halt alles noch nicht. Ne? Es ist nicht vergleichbar mit einer spiegellosen Kamera. Auch das muss euch eben klar sein. Tja, man kann auch gar nicht sagen, dass jetzt spiegellose Systeme aktuell noch wesentlich teurer sind als Spiegelreflexkameras. Ne? Mittlerweile glaube ich, wenn du jetzt die RP als Einsteigermodell nimmst, hält sich das schon die Waage preislich. Also ich glaube auch, dass eine Spiegelreflexkamera in den nächsten Jahren den Markt so ein bisschen verlassen wird. Es wird so ein Liebhaberstück bleiben, dass die Fotoenthusiasten sich wahrscheinlich noch eine kaufen werden. Aber ich glaube, die Zukunft der Fotografie liegt tatsächlich in der spiegellosen Kamera. Sie hat halt einfach mehr Vorteile, außer den Stromverbrauch, aber die kannst du ein bisschen kompensieren mit einem Kameragriff bzw. mit einem Akkugriff. Du hast natürlich auch mehr Griff dadurch, eine bessere Haptik, deswegen nutze ich sie vor allem. Tja, ihr Lieben, was meint ihr dazu? Spiegellos oder Spiegelreflex? Schreibt es mir unten mal in die Videokommentare. Mit was fotografiert ihr aktuell? Überlegt ihr umzusteigen? Wollt ihr, wenn ihr ein Upgrade macht, bei einer teureren Spiegelreflex landen? Oder sagt ihr, nee, ich mache jetzt, wenn ich umsteige, auch tatsächlich gleich den Sprung auf eine spiegellose Kamera? All das schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Wenn euch die kleine Vorstellung, der kleine Vergleich zwischen beiden Systemen, Spiegelreflex und spiegellos, gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.